Der Spieler 001 aus Squid Game Staffel 2 ist gerade auf der Flucht. Und wir vermuten, dass der Wächter ihn verfolgt. Wir wissen es aber noch nicht, weil wir ihn nicht sehen. Aber wir sehen ihn, ihr seht Spieler 001, wie er rennt. Leute, lasst mal alle jetzt ein Like da. Ihr seht, wie er wegrennt. Und wir verfolgen ihn mit der Drohne. Der ist übel schnell. Warte, ich habe ihn verloren. Wo ist der? Da ist er. Da vorne, Leute, wir verfolgen ihn. Lasst einen dicken Like da, fett. Er rennt immer noch. Aber wohin rennt er denn? Ich habe keine Ahnung. Das Wichtige ist, von wem rennt er weg? Rotes Licht, grünes Licht, rotes Licht, grünes Licht. Ihr seht es ja. Ich sehe keinen Wächter, aber du siehst aus wie eine Puppe. Er bleibt stehen. Er hat sich auf die Bank Wir müssen uns konzentrieren. Leute, ihr seht es, er ist außer Atem. Er hat keine Puste mehr. Wir wissen ja auch gar nicht, wie lange er schon am Rennen ist. Wie heftig ist es? Vielleicht rennt er schon seit einer Stunde. Weißt du das? Weiß ich auch nicht, Leute. Man, ihr lasst ein Like da. Gut, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut das Video bis zum Schluss. Mal gucken, was hier noch passiert. Schau mal, er schaut sich um. Er glaubt, er ist sicher. Niemand verfolgt ihn mehr, denkt er. Deshalb schaut er sich um, so links, rechts, überall. Schau mal, er zeigt, dass er 001 ist. Das ist der erste Squid Game Spieler überhaupt. 001. Und ich bin 4, 5, 6. Da schaut mal, wie viele Spieler es gibt. Krass. Aber er schaut sich um. Das Gute ist, er hat ihn abhängen können, sein Verfolger. Sehen wir noch jemanden? Nein, wir sehen nur Squid Game Spieler 1. Aber er fühlt sich zu sicher, weil er seine Schuhe putzt und sein Outfit. Das heißt aber, wenn er damit fertig ist, wird er wahrscheinlich danach woanders hingehen. Keiner setzt sich so gemütlich auf eine Bank, wenn er sich nicht sicher ist, dass er in Sicherheit ist. Jetzt will... Warte! Da ist der rote Wächter. Oh nein. Ihr seht ihn rechts, er schleicht sich gerade von hinten an Spieler 001 an. Das ist gefährlich. Der Wächter kommt von hinten. Und er sieht ihn nicht! Der Spieler von Squid Game sieht ihn nicht! Aber ich glaube, der Wächter hat ihn gefunden! Oh nein! Ihr seht es, er zielt auf den Spieler! Bitte renn weg! Leute, lasst alle ein Like da! Der Spieler von Squid Game muss jetzt wegrennen! Renn weg! Der Wächter darf auf keinen Fall Spieler 001 von Squid Game eliminieren! Auf keinen Fall! Er kommt immer näher! Er kommt immer näher! Und der Spieler weiß noch nichts! Dreh dich um! Oh. Jetzt hat er ihn! Er hat ihn! Und er hat die Hände hochgenommen! Oh nein, er hat ihn. Schade, dass wir keinen Ton haben. Schade, dass wir nicht hören, was die gerade reden. Wieso bist du denn nicht einfach weitergerannt, Spieler 001? Wir können es nicht wissen. Wir können nur zuschauen und ihr schaltet auf gar keinen Fall dieses Video ab. Denn jetzt wissen wir selber nicht, was passiert mit dem Spieler und dem Wächter. Das ist genauso spannend wie die Squid Game Staffel 2. Squid Game 2 ist ja draußen. Wie cool ist das? Jedes Spiel ein Genuss. Heftig, aber das ist noch viel krasser. Das echte Spiel. Das ist in Real Life, im echten Leben, Leute. Sowas habe ich noch nie erlebt auf der Schau mal, der Spieler muss sogar auf die Knie gehen. Er redet mit jemand. Er kriegt gerade eine Durchsage, ihr hört es. Mit wem telefoniert denn jetzt der Wächter? Vielleicht mit Frontman, dem Chef von Squid Game. Und er gibt ihm Anweisungen. Was er zu tun hat. Schau, dreimal irgendwas, aber was? Was dreimal? Wir können es nicht hören. Er hat gerade, der Wächter hat eine Anweisung bekommen, ja. 3 Liegestützen. 1, 2... Warte. 3, er hat es geschafft, Gott sei Dank, Spiel bestanden. Das erste Spiel hat der Spieler auf jeden Fall bestanden, es waren 3 Liegestützen. Und du siehst es, der Wächter zieht auch nicht mehr auf ihn. Okay, doch, aber was passiert jetzt? Aber das kann doch nicht sein, das ist doch nicht das einzigste Spiel. Da werden doch jetzt ganz viele Spiele folgen. Vermutlich hat er über das Telefon viele weitere Anweisungen bekommen. Oh nein. Nochmal auf die... Okay, was anderes. Ah, diese Sprünge. In die Kniebeuge rein und dann muss man springen. Auch 3-mal? 3-mal? Oder 5-mal? Nein. Doch. 5-mal, es waren 5-mal. Ihr habt es gesehen. Oh mein Gott, jedes Spiel. Und was passiert aber, wenn der Spieler verliert? Ihr wisst, was passiert. Der Spieler wird eliminiert. Das ja, hoffentlich nicht. Ey, wenn das wäre schlecht. Natürlich. Deshalb dürfen wir das auf keinen Fall zulassen. Jetzt muss er auf einem Bein hüpfen? Auf einem Bein? Oder stehen, balancieren. Und wie lange? 5 Sekunden? Du kennst... Oh, er ist umgekippt. Oh nein, er hat das Spiel verloren. Nicht, dass er jetzt eliminiert wird, Leute. Schaut euch an, was der Wächter macht. Der packt ihn hier. Der packt ihn hier. Am Kragen. Und zieht ihn wieder hoch. Hä? Was jetzt? Leute, oh nein. Ihr seht. Sag mir nicht, jetzt das Spiel ist vorbei. Game over. Der Wächter läuft auf jeden Fall auf Spieler 1 zu. Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da. Der Spieler muss gewinnen. Immer muss der Spieler gewinnen. Ihr seht es ja, wir fliegen hier gerade live im echten Leben. Und zwar mit unserer Drohne. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Natürlich. Die in die Luft geschossen. Die kämpfen! Oh nein, die kämpfen! Boah, das ist spannend, vielleicht... Spieler 1 muss gewinnen! Was passiert hier? Die kämpfen! Ich kann gar nicht hingucken, so aufregend ist das. Pass auf, aber du musst die Drohne steuern! Er flüchtet! Spieler 1 rennt weg! Ihr habt's gesehen und der Wächter... Der Wächter holt sein Instrument zur Verteidigung. Das hat er weggeschmissen! Oh mein Gott! Renn weg, er schafft es, Leute! Spieler 1 gewinnt! Aber der Wächter ist sehr schnell, der ist sehr schnell. Oh mein Gott. Er hat wieder geschossen. Habt ihr es gehört? Ihr habt es gehört und dadurch ist Spieler 1 stehen geblieben. Natürlich. Jeder bleibt dann stehen, wenn der Wächter so etwas macht. Und jetzt legt er ihn zur Seite?
Nein, er muss wieder zurück. Sie laufen zurück zu dieser Bank. Da waren sie gerade. Spieler 1 ist weggerannt. Er wollte flüchten, hat es nicht geschafft. Und jetzt geht's wieder zurück zur Arena. Ich würde zu gern wissen, was der Wächter als Ansage bekommen hat am Telefon. Ich würde es gern wissen. Das haben wir leider und können wir auch leider nicht hören. Deswegen müssen wir das Video bis zum Ende jetzt schauen, damit wir wissen, was er gesagt bekommen hat. Ich muss unbedingt wissen, was jetzt mit dem armen 001-Spieler von Squid Game 2 passiert. Ich glaube, es gibt gerade jetzt ein neues Spiel. Schau es dir an. 5? Irgendwas mit 5 hat er gezeigt. Okay, 5. Und was? 5 mal was? Was? Ja, 5 was? 5 mal 1, 2, 3, 4, 5. Bestanden, oder? Spiel? 5. Genau, er zeigt doch. Habt ihr gesehen, der Spieler zeigt doch mit der Hand 5. Und der Wächter hat gerade zum ersten Mal einen Daumen hoch gegeben. Okay. Leute, vielleicht geht das Spiel noch weiter in die nächste Runde. Aber jedes Mal, wenn ein Spiel ansteht, muss er aufstehen und dann setzt sich der Spieler wieder auf die Knie. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist, aber vielleicht deshalb, dass der Wächter immer alles im Blick hat. Oh, ich glaube, es geht hier um Tauziehen, Flexi. Um Tauziehen? Ja, schau dir mal den Abstand an. Ja, schau dir den Abstand an. Er kriegt wieder einen Anruf oder eine Durchsage. Eine neue Ansage. Neues Spiel. Vom Frontman. Oder von einem anderen Wächter. Das kann natürlich auch sein. Der Wächter mit dem Viereck. Ihr seht es, wie er telefoniert. Oh nein. Oh nein. Was ist hier los? Was ist hier los? Wo ist der Spieler? Das ist der Spieler. Das ist der Spieler. Ich dachte, er ist abgehauen. Nein, geht ja nicht. Wie soll man denn da abhauen, wenn der Wächter genau vor dir steht? Guck mal, wie lang die Ansage ist. Es muss ein richtig spannendes und langes Spiel sein. Was Oder ein gefährliches Spiel, wo der Spieler nur verlieren kann. Okay, hast du es gesehen? Der Spieler wollte gerade entkommen, weil der Wächter nicht mehr auf ihn gezielt hat. Ja, weil er telefoniert. Er ist abgelenkt gewesen, aber keine Chance hat der Spieler. Jetzt hat er aufgelegt. Leute, ich bin gespannt, was für ein Spiel jetzt ansteht. Hier bei Squid Game 2. Ich will jetzt wissen unbedingt... Nee, die müssen irgendwo... Oh nein! Wohin? Irgendwo hinlaufen? Ja, aber wohin? Und der Spieler wusste nicht wohin. Na, das muss doch der Wächter sagen, wohin die laufen. Ja eben, doch. Es geht wieder in die andere Richtung, oder? Ist da hinten vielleicht die Arena? Vielleicht ist da hinten die Squid Game Arena. Oder dort ist ein ganz neues Spiel aufgebaut. Das wäre viel zu... Das nächste Spiel ist nicht dort, sondern woanders. Ich hoffe, da ist ein Spiel aufgebaut. Lasst ihr mal ein Like da. Das wäre viel zu cool, Mann. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt beiden mit der Drohne folgen, dass wir das nächste Spiel sehen können. Und die 2 haben uns noch nicht mal bemerkt. Das heißt, wir sind sicher. Wir sind ja auch hier bei uns im Wie Hauptquartier. sollen wir denn uns überhaupt bemerken? Die sind so tief im Spiel drin. Warte, da kommt ein Auto. Er salutiert dem Auto. Das bedeutet, da ist jemand im Auto, den er kennt. Frontman, ihr habt gesehen, das Auto war komplett schwarz, abgedunkelte Scheiben. Der wollte mal nachschauen, ob da auch alles richtig funktioniert mit dem Wächter. Ja, wahrscheinlich hat der Frontman jetzt die Arena verlassen und wird jetzt nach Hause chauffiert. Weil das Spiel... Oh nein, er ist hingefallen. Ich hab nicht aufgepasst. Er ist gestolpert über seine eigenen Beine. Boah, schau mal, wie mit einer Hand hat er den Spieler einfach so hochgezogen. Das bedeutet, der Wächter ist übertrieben stark. Nicht so wie wir. Der Wächter ist sehr, sehr stark. Er packt ihn einfach so und zieht ihn hoch. Zum Glück sind wir nicht die Person 001. Zum Glück bin ich 4, 5, 6. Zum Glück muss ich das nicht durchmachen. Und ich bin die Puppe. Und zum Glück sind wir nicht live vor Ort, sondern nur unsere Drohne ist dort. Aber ich muss sagen, es ist sehr, sehr spannend, das zuzuschauen. Hier ist Squid Game 2 in echt. Deshalb, Leute, lasst jetzt alle mal noch ein Like da. Und schreibt mal in die Kommentare, habt ihr schon Squid Game gesehen? Ja oder nein? Einfach mal in die Kommentare schreiben, das würde richtig cool sein. Wohin geht's denn jetzt? Zur Arena wahrscheinlich. Ja, aber wie lang ist denn der Weg zum nächsten Spiel? Du weißt, bei Squid Game sind 456 Spieler am Start, Flexi. Das dauert, da brauchst du eine Riesenarena. Das heißt, die Spiele sind riesengroß, aber auch sehr gefährlich. Das Krasse ist auch, wir wissen nicht, wie viele andere Spieler schon eliminiert wurden. Wir sehen hier nur 001, den ersten Il Nam. Stimmt, wenn es der 001 ist, wissen wir nicht, wie viele Spieler schon danach da sind. Warte, die argumentieren. Player 1 argumentiert. Die wollen Schere, Stein, Papier spielen. Gegeneinander. Ich bin gespannt, ob der Wächter sich darauf einlässt. Und macht er's? Nein, bis jetzt noch nicht, Flexi. Er bleibt einfach stehen. Guck mal, der Spieler sagt, er will unbedingt Schere, Stein, Papier spielen. Und er hat so gemacht, das bedeutet, wenn er gewinnt, ist er frei. Und wenn er verliert, kann er ihn eliminieren, hat er gezeigt. Und die spielen. Und wer gewinnt? Unentschieden. Unentschieden. Beide Schere. Beide Stein. Das gibt's doch nicht. So spannend. Nochmal. Beide Papier. Jetzt haben die alles durch. Alle 3. Keiner hat Jetzt gewonnen. regen sie sich auf. Wow. Ja, alle 3 Runden gingen unentschieden aus. Natürlich. Wie krass ist das denn? Aber der Spieler darf sich doch nicht aufregen, der... Warte. Geht's weiter? Nein, sie machen nur eine einzige Runde. Eine einzige Runde. Die finale Runde. Es kann nur einen Gewinner geben. Ich kann gar nicht hinsehen. Papier. Und? Unentschieden. Er rennt unentschieden. Obwohl er unentschieden ist, er rennt einfach weg. Schau dir das an. Aber was passiert? Schafft er es? Nein, er rennt. Er rennt. Oh. Habt ihr das gehört?
Keine Er hat Chance. einen Warnschuss abgegeben. Und was ist? Der Spieler bleibt natürlich stehen. Sofort 001. Aber ich muss 001 richtig großen Zuspruch geben. Der hat richtig was riskiert. Natürlich, er hat's voll drauf. Er hat selber Spiel gemacht. Er hat selber ein Spiel in Squid Game 2 gemacht. Und er versucht jedes Mal zu flüchten. Er ist richtig fix. Er ist echt cool drauf. Warte, Aber jetzt warte. am Ende wird er wieder... Warte. Pass auf, nicht zu nah. Der Spieler, er braucht unsere Hilfe. Spieler, er braucht unsere Hilfe. Er hat die Drohne gesehen und sagt, er wird verfolgt vom Wächter. Er will, dass wir kommen. Ja, aber wie sollen wir denn da hingehen? Bist du verrückt? Ich gehe doch nicht freiwillig zum Wächter. Doch, er sagt, helft mir, helft mir, helft mir. Nein, ich bleib hier. Hier sind wir sicher. Und ihr zu Hause seid auch ganz, ganz sicher. Niemand will freiwillig zum flieg Wächter los. gehen. Ich flieg lieber weg, weil er zieht auf mich. Der Wächter zieht auf mich. Wenn die Drohne kaputt ist, dann bringt es uns auch nicht. Dann können wir doch gar nicht mehr Er zuschauen. rennt wieder, er rennt. Spieler 001 rennt wieder. Weil Wächter bei uns war wegen der Drohne. Und er hat wieder einen Warnschuss abgegeben. Bleibt wieder stehen. Das ist so spannend. Der dieses Spieler schafft es aber wirklich nicht, einfach zu entkommen und wegzurennen. Ihr seht es ja, die diskutieren wieder, allein, dass sie so viel diskutieren. Der Wächter, muss man aber auch sagen, der hat richtig große Nerven. Aber der Spieler gewinnt die ganze Zeit und er kommt trotzdem nicht frei. Nee. Er hat die Liegestützen gemacht, das Hüpfen gemacht, auf einem Bein stehen, Schere, Stein, Papier. Du hast recht. Was noch alles? Vielleicht kann er gar nicht gewinnen. Vielleicht gibt es keinen Gewinner. Egal, was er gewinnt, er wird nie gewinnen. Egal, was er macht, er verliert so oder so. Das wäre richtig traurig. Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da für diesen krassen Spieler aus Squid Game. Eigentlich bekommt der Gewinner von Squid Game 2 ja diesen riesen Jackpot, das ganze Geld. Aber hier- 001 bekommt seine Freiheit. Warte mal, hast du es gesehen? Was war? Der Wächter hat gerade das Handy von Spieler 1 aufgehoben. Oh nein, man darf doch keine Handys haben. Und jetzt ist der Wächter ganz schön wütend. Ja, natürlich, man darf in den Spielen natürlich keine Handys haben. Das bedeutet, Spieler 1 hat sogar ein Handy in Squid Game eingeschmuggelt. Ja, aber jetzt ist es weg, jetzt hat's der Wächter. Schau dir das an, Alter. Dass der Wächter noch nicht ausgerastet ist, ist ein Wunder. Oh, jetzt schuckt er ihn die ganze Zeit, bis er hinfällt. Schau Aber mal, Leute, der wird geschuckt, der Du Spieler. merkst es, der Wächter ist jetzt nicht mehr so gut drauf. Der ist jetzt ein bisschen aggressiver. Und merkst du auch was? Es geht wieder zurück. Zur Bank. Ja, zur Bank, da hat doch alles angefangen. Ich kann diesen Schuss nicht mehr hören. Warum dauern diese Warnschüsse in die Luft? Natürlich, und jetzt schaut mal. Spieler ist fix und fertig, er ist kaputt. Und Er will nicht mehr, er kann nicht mehr. der Wächter kriegt einen neuen Anruf. Leider können wir es nicht hören. Schaut euch das an, er telefoniert wieder. Ich gehe davon aus, dass er jetzt gesagt bekommt, der Spieler ist kaputt, was soll ich machen? Der liegt ja nur noch auf der Bank, so kann man keine Spiele spielen. Ja, oder? Warte, schau mal, ja, der ist echt fix und fertig. Er hat keine Lust mehr. Er hat keine Kraft mehr. Er ist einfach nur müde. Der hat jetzt locker 5 Spiele hintereinander gespielt und versucht immer abzuhauen. Ja, aber jetzt haut er nicht ab. Oder? Was macht er? Warte, bewegt. Oh mein Gott. Er versucht unter der Bank durchzuklettern. Der quetscht sich da durch die Bank und der Wächter bemerkt es nicht. Natürlich nicht, weil er gerade telefoniert. Wie heftig ist das? Aber schau mal, der passt da nicht durch, der kommt da nicht durch. Der ist zu dick. Jetzt steht er wieder auf und warte, er macht was. Er klettert über die Bank, er versteckt sich hinter der Bank. Unter der Bank. Was ist jetzt los? Oh mein Gott, das wird so spannend, Leute. Der Wächter dreht sich um. Und der Wächter? Er sieht sie nicht. Der Wächter vermutet oder denkt, dass der Spieler 1 abgehauen ist. Schau mal, er guckt links und rechts. Er sieht ihn echt nicht. Er denkt, der Spieler wäre abgehauen. Guck mal, der Wächter, du weißt, was passiert, wenn der Wächter ein Spieler entkommt. Der Wächter wird selbst eliminiert. Natürlich. Und das heißt... Nein, ich glaube, er hat ihn. Nein. Er hat ihn gesehen unter der Bank. Oh nein, er guckt drunter, drüber. Das war sehr, sehr, sehr knapp. Und Sehr, ich sehr dachte schade. gerade, das Versteckspiel hat der Spieler gewonnen. Doch nicht. Ich würde gerne wissen, was der Wächter am Telefon gesagt bekommen hat. Das war ziemlich lange. Wir und ihr können es leider nicht hören. Wir Was? müssen nächstes Mal die Telefone vom Wächter abhören. Was ist, wenn dem Wächter gesagt wurde, er soll Spieler 1 eliminieren? Ja, aber warum denn? Er hat jedes Spiel gewonnen. Ja, weil es einfach gar nichts um nichts geht. Ich weiß es doch auch nicht. Du spielst, damit du überlebst, aber am Ende wirst du eliminiert. Oh, warte, jetzt geht's in die andere Richtung. Du hast recht, die gehen jetzt zu einer anderen Arena? Dahin sind wir noch nie gelaufen. Das ist ein neues Spiel, wo die jetzt hinlaufen. Es ist ein neuer Weg. Alles geil ist neu. Ich freue mich richtig, Mann. Vielleicht ist das finale Spiel und wenn er jetzt gewinnt, ist er frei. Du meinst das Endspiel von Squid Game? Das kann jetzt passieren, weil in der Richtung waren wir noch nie. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin auch gespannt. Warte, warum bleibt der Wächter stehen? Ich weiß es auch nicht. Wieso bleibt er stehen? Ich habe keine Ahnung. Was macht denn der Wächter jetzt? Player 324. Ich glaube, der Spieler hat das Spiel verloren. Du hast es gehört. Spieler 1 wurde eliminiert. Flieg mal wirklich. Player eliminated. Player eliminated.